Die fachgerechte Montage hat einen großen Einfluss auf die Funktion und Langlebigkeit des Fensters. Eine gute Montage beginnt deshalb mit einer gründlichen Planung. Das passende Abdichtungssystem wird vor der Baustellenmontage geplant und hängt ab von der Belastung und den erwarteten Fugenbewegungen, der Materialverträglichkeit, der Ebenheit und Maßhaltigkeit der Leibung sowie der Beschaffenheit der Fugenflanken. Hierbei helfen der Montageleitfaden und der kostenlose Online-Montageplaner des IFT Rosenheim. Fugendichtungsfolien ermöglichen die Luft- und Schlagregendichtheit der Anschlussfuge von Bauelementen. Die Folie sollte nach IFT-Richtlinie MO 011 geprüft sein. Diese Folien sind gut für breite Fugen geeignet, weil sie große Fugenbewegungen durch die Materialdehnung und Bewegungsschlaufen aufnehmen. Die Anbindung der Folie an die Außenwand kann über eine Selbstklebung oder einen Systemklebstoff aus der Kartusche erfolgen. Die Anbindung zum Fensterrahmen wird per Selbstklebung oder mittels Kederprofil ausgeführt. Zur Abdichtung müssen 2 Folienstreifen am Fensterrahmen angebracht werden. Auf der Außenseite zur Sicherstellung der Schlagregendichtheit und auf der Innenseite für die Luftdichtheit. Dabei ist darauf zu achten, die richtige Folienseite nach außen zu legen, die in der Regel beschriftet ist. An der oberen Ecke ist eine Schlaufe auszubilden, damit die Folie nachher zur Leibung bis in die Ecke verklebt werden kann. Die Folienenden werden länger gelassen, damit diese später die untere Folie überdecken können. Die Klebung muss kräftig und durchgängig angedrückt werden, idealerweise mit einer Andrückrolle. Beim Einstellen des Rahmens in die Fensteröffnung müssen die Folien nach außen bzw. nach innen gelegt werden. Geeignete Folien können direkt auf die Wand geklebt werden, wenn diese eben ist, beispielsweise bei Beton, Holz oder einem Glattstrich auf Ziegelwänden. Bei überputzbaren Fugendichtungsfolien, die anschließend überputzt werden, ist ein Glattstrich nicht zwingend erforderlich. Die Haftflächen müssen staubfrei sein, am besten per Staubsauger, weil eine gute Haftung Voraussetzung für die dauerhafte Dichtheit ist. In den Verarbeitungsrichtlinien ist zu prüfen, ob ein Primer verwendet werden muss, um die Haftung zu garantieren. Eine Probeklebung ist sinnvoll. Eine gute Haftung des Selbstklebers erkennt man daran, dass die Folie sich nach ca. 10 Minuten Wartezeit nicht rückstandsfrei vom Haftgrund lösen lässt. Wenn die Klebung mit einem spritzbaren Klebstoff erfolgt, wird dieser an der Leibung in der Mitte der Haftfläche aufgebracht. Hierzu wird in die Spritzdüse eine ca. 10 mm breite und tiefe V-Form geschnitten, um eine gleichmäßig dicke Raupe zu erhalten. Der Kleber sollte mit einer Andrückrolle gleichmäßig verteilt werden, bis Klebstoff am Rand leicht herausquillt und die Folie überall fest anliegt. Bei überputzbaren Folien ist darauf zu achten, dass ca. 75% der Folienbreite festkleben, damit der Leibungsputz später fachgerecht aufgebracht werden kann. Die Folie darf maximal 6 cm bzw. nicht mehr als 50% der Leibungstiefe bedecken. Es sollte auch kein Klebstoff auf der Leibung neben oder auf der Folie verteilt sein. Hier wird eine Folie mit Selbstklebeausrüstung verarbeitet. Die Folie muss mit einer Schlaufe verlegt werden und darf nicht auf Zug geklebt sein, damit die Bewegung möglich ist und die Klebeverbindung nicht belastet wird. Im Eckbereich muss sehr sorgfältig gearbeitet werden und es ist zu kontrollieren, ob die Folie an jeder Stelle gut haftet. Bei Überlappung von Folienstößen und der Eckausbildungen sind die Herstellervorgaben zu beachten. Wenn das Fensterbanksystem nicht schlagregendicht ist, muss im unteren Fensterbereich eine Dichtfolie eingesetzt werden, die als zweite Dichtebene wannenförmig unter der Fensterbank liegt. Im Eckbereich muss die Folie überlappend gefaltet werden, damit eine flache und vollflächig verklebte Verbindung entsteht. Die seitlichen Folien werden dann über die untere Folie gelegt.